Kennst du das? Du nimmst etwas, das gar keinen Wirkstoff enthält und trotzdem fühlst du dich besser. Klingt verrückt, oder? Aber genau das passiert beim Placebo-Effekt. Und der ist viel mächtiger, als die meisten denken. In diesem Video zeige ich dir, wie deine Gedanken echte Veränderungen in deinem Körper auslösen können. Wissenschaftlich erklärt und mit Beispielen, die du garantiert aus deinem Alltag kennst. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dran geblieben bist. Ich freue mich wirklich, dass du dir Zeit nimmst für dich und für ein Thema, das uns alle auf eine ganz besondere Weise betrifft. Ich bin dein Gastgeber hier bei Neovara und vielleicht hörst du es ein kleines bisschen. Ich komme aus dem Schwabenland und spreche mit einem leichten schwäbischen Einschlag. Aber keine Sorge, ich verspreche, es bleibt gut verständlich. Bei Neovara geht es darum, dich auf deinem ganz persönlichen Weg zu begleiten, und zwar mit Herz, Verstand und einer Portion Neugier. Du findest hier regelmäßig Impulse für persönliches Wachstum, innere Klarheit und mehr Lebensenergie. Wir kombinieren wissenschaftliche Erkenntnisse aus Psychologie und Neurobiologie mit ganzheitlichen Ansätzen, die auch die feinen Ebenen des Lebens einbeziehen, wie innere Bilder, Energiearbeit oder Selbstwahrnehmung. Das Ziel von Neovara ist es, dir Tools an die Hand zu geben, mit denen du deine eigene Entwicklung aktiv gestalten kannst. Ob es um Gesundheit, Gelassenheit, neue Perspektiven, innere Ausrichtung oder Zielerreichung geht, dabei ist mir wichtig, dass du dich nicht belehrt fühlst, sondern ermutigt und verstanden. Und vielleicht fragst du dich, was Neovara eigentlich bedeutet. Es ist ein Kunstwort, aber mit Bedeutung. Neo steht für das Neue, für Entwicklung, Aufbruch und Wandel, und Vara stammt unter anderem aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie Segen, das Beste oder das Erwählte. Für mich steht Neovara also für neue Wege zu mehr Klarheit, innerem Gleichgewicht und Lebendigkeit, für das, was in dir schlummert und entdeckt werden will. Und genau darum geht's hier. Heute schauen wir ein faszinierendes Thema an, den Placebo-Effekt im Alltag, also die Kraft deiner Gedanken. Du hast vielleicht schon davon gehört, wie Menschen allein durch positive Erwartung gesund werden oder sich besser fühlen. Klingt doch spannend, oder? Lass uns gemeinsam erkunden, was dahinter steckt. Was ist der Placebo-Effekt? Das Wort Placebo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „ich werde gefallen“. Ursprünglich wurden Placebos, also Scheinmedikamente ohne Wirkstoff, in der Medizin eingesetzt, um in Studien echte Medikamente zu vergleichen. Überraschenderweise fühlten sich aber auch oft diejenigen besser, die nur das Scheinmedikament bekommen hatten. Man stellte fest, dass bei rund jeder dritten Person Placebos in irgendeiner Form die Genesung beeinflussen. In manchen Untersuchungen sprachen sogar bis zu 90% darauf an. Der Kern des Placebo-Effekts ist nicht die Pille oder die Behandlung selbst, sondern deine Erwartung, dass sie hilft. Mit anderen Worten, wenn du fest glaubst, dass eine Maßnahme wirkt, dann kann alleine diese positive Erwartung dafür sorgen, dass es dir besser geht. Vielleicht hast du sowas Ähnliches schon als Kind erlebt. Erinnerst du dich, wie magisch ein einfaches Pflaster sein konnte, wenn du dir das Knie aufgestoßen hast und Mama oder Oma vielleicht heilendes Pusten gemacht und ein Pflaster draufgeklebt hat?
und plötzlich tat es viel weniger weh. In Wirklichkeit hat das Pflaster keine Medizin, aber dein Vertrauen und das beruhigende Ritual haben den Schmerz gelindert. Genau das ist der Placebo-Effekt. Die Fürsorge und dein Glaube daran, dass etwas hilft, lassen dich echte Erleichterung spüren. Wissenschaftliche Grundlagen. Warum wirken Placebos? Okay, wir wissen jetzt, was der Placebo-Effekt ist. Aber wie funktioniert er genau in deinem Körper und Gehirn? Keine Sorge, wir halten es verständlich. Die Wissenschaft zeigt immer deutlicher, dass Gedanken biochemische Reaktionen auslösen können. Wenn du zum Beispiel eine Schmerztablette nimmst und davon überzeugt bist, dass sie gleich wirkt, dann beginnt dein Gehirn oft schon vorab Schmerzen zu lindern. Forscher haben herausgefunden, dass bei erwarteter Schmerzlinderung das Gehirn sein eigenes Schmerzmittel produziert. Es werden Endorphine ausgeschüttet, das sind körpereigene Opioide, also eine Art eingebautes Morphium. Diese Endorphine blockieren Schmerzsignale, noch bevor das eigentliche Medikament überhaupt wirkt. Gleichzeitig steigt oft der Dopaminspiegel. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der uns glücklich und belohnt fühlen lässt. Manche Studien deuten sogar an, dass das körpereigene Cannabinoid-System beteiligt ist. Ja, dein Körper hat ähnliche Stoffe wie Cannabis, die schmerzlindernd wirken. All das führt dazu, dass du weniger Schmerzen empfindest, einfach weil du erwartest, dass es dir besser geht. Auf MRI-Scans des Gehirns konnte man tatsächlich sehen, dass Placebos die gleichen Hirnareale aktivieren wie wirksame Medikamente. Ist das nicht verblüffend? Dein Gehirn ist quasi eine eingebaute Apotheke, die durch deine Gedanken angezapft werden kann. Und es geht nicht nur um Schmerzen. Positive Erwartung kann viele körperliche Prozesse beeinflussen, zum Beispiel den Herzschlag oder den Stresspegel. Wenn du überzeugt bist, dass etwas hilft, sinkt oft der Stresshormonspiegel und du fühlst dich ruhiger, was wiederum Heilung und Wohlbefinden fördert. Es gab sogar Versuche mit Patienten in schweren Fällen bei Depressionen und Parkinson, in denen Placebos Verbesserungen brachten. Natürlich funktioniert es nicht immer und nicht unbegrenzt, aber oft genug, um uns zum Staunen zu bringen. Ein weiterer Aspekt ist Konditionierung. Unser Gehirn lernt aus Erfahrungen. Wenn du mehrfach erlebt hast, dass eine bestimmte Handlung oder ein Mittel hilft, dann reicht irgendwann schon der Ablauf an sich, um eine Reaktion hervorzurufen. Stell dir vor, du hast seit Jahren das Ritual beim Kopfweh, eine bestimmte Tablette mit einem Glas Wasser zu nehmen. Dein Körper erwartet nun die Linderung schon beim Auspacken der Tablette. Selbst wenn diese mal keinen Wirkstoff hätte, würde dein Gehirn wahrscheinlich automatisch Schmerzhemmer freisetzen, einfach weil es den Zusammenhang gelernt hat. Wichtig ist, Placebo-Effekt heißt nicht Einbildung im Sinne von, du bildest dir den Schmerz nur ein. Die Schmerzen oder Symptome sind real und die Verbesserung ist auch real, nur wird sie eben durch psychologische Mechanismen ausgelöst. Dein Körper reagiert physisch auf deine psychische Erwartung. Ziemlich erstaunlich, oder? Bevor wir weitermachen, noch ein kurzer Blick auf die andere Seite der Medaille, der Vollständigkeit halber. Es gibt nämlich auch den Nocebo-Effekt, das negative Gegenstück zum Placebo. Wenn du zum Beispiel fest davon überzeugt bist, dass ein Medikament Nebenwirkungen haben wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, dass sie auch auftreten, einfach weil du damit rechnest. Angst, Misstrauen oder negative Erwartungen können also real spürbare Beschwerden verstärken.
Das zeigt sehr deutlich, dass unsere Gedanken nicht nur heilsam, sondern eben auch hinderlich sein können. Oder wie der großartige Heinz Erhardt einmal gesagt hat, ein Satz, der bei Nocebos durchaus hilfreich sein könnte: Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ein Satz zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Aber heute bleiben wir auf der positiven Seite der gedanklichen Kraft. Beispiele: Placebo-Effekt in deinem Alltag. Der Placebo-Effekt klingt bisher vielleicht nach etwas, das nur in Laboren oder Arztpraxen passiert. Aber tatsächlich begegnet er dir ständig im Alltag, oft ohne dass du es merkst. Schauen wir uns ein paar konkrete Beispiele an, bei denen die Macht deiner Gedanken täglich wirken. Kopfschmerzen und kleine Wehwehchen. Bestimmt kennst du das. Du hast Kopfschmerzen, nimmst deine Schmerztablette und schon nach wenigen Minuten fühlst du dich besser, obwohl das Medikament so schnell noch gar nicht in deinem Blut sein kann. Ein Teil der Linderung kommt daher, dass du fest daran glaubst, jetzt wird es besser. Diese Erwartung entspannt dich und signalisiert dem Gehirn, Schmerz zu reduzieren. Selbst bei echten Medikamenten spielt dieser psychologische Effekt mit hinein. Viele Ärzte sagen sogar, der Glaube an das Medikament macht die Behandlung effektiver. Spannend, oder? Schlaf und Energie. Hast du schon von Placebo-Schlaf gehört? Klingt komisch, ist aber wahr. Forscher in den USA haben ein Experiment gemacht. Alle Probanden schliefen eine Nacht im Labor. Am Morgen erzählte man dann der Hälfte der Leute, ihr Messgerät zeige, sie hätten super gut und erholsam geschlafen. Der anderen Hälfte sagte man genau das Gegenteil. Ihr Schlaf wäre ziemlich schlecht gewesen. Danach ließ man alle Konzentrationsaufgaben lösen und das Ergebnis: Die Gruppe mit dem angeblich guten Schlaf schnitt viel besser ab. Sie waren wach und konzentriert. Die schlecht geschlafene Gruppe machte deutlich mehr Fehler, so als hätten sie wirklich eine miese Nacht gehabt. Dabei war das in Wirklichkeit gar nicht so. Alle hatten ähnlich geschlafen, nur der Glaube an die Schlafqualität machte den Unterschied. Das heißt, wenn du überzeugt bist, ausgeruht zu sein, fühlst du dich tatsächlich fitter. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst an Tagen, an denen du denkst, oh nein, ich habe bestimmt zu wenig Schlaf bekommen. Fühlst du dich schon automatisch gerädert, aber wenn du dir sagst, ach, so schlecht war die Nacht gar nicht, kommst du vielleicht viel besser in Gang. Fitness und Leistung. Auch im Sport wirkt der Kopf mit. Stell dir vor, du trinkst vor dem Training ein neues Powergetränk, das dir ungeahnte Energie geben soll. Du glaubst fest daran und tatsächlich fühlst du dich beim Training stärker und ausdauernder. Nun, wenn dieses Getränk nur eine süße Limonade ohne irgendwelche Spezialzutaten war, dann war das ein Placebo-Effekt. In Tests hat man Athleten schon Placebopillen oder Getränke gegeben, die als vermeintliche leistungssteigernde Mittel ausgegeben wurden. Oft sieht man signifikante Leistungssteigerungen, einfach weil die Sportler erwarten, jetzt einen Boost zu haben. Es gab sogar Fälle, in denen man Profisportlern ein scheinbares Dopingmittel gab, natürlich ohne echten Wirkstoff, und einige wurden tatsächlich schneller oder stärker, nur aufgrund des Glaubens daran. Die positive Erwartung entfaltet spürbar Wirkung, das heißt, mental gedobte Leistung ist real möglich. Natürlich ersetzt das kein Training, aber es kann den Unterschied machen zwischen einem guten und einem sehr guten Tag. Stimmung und Wohlbefinden. Hast du vielleicht einen Glücksbringer oder ein bestimmtes Ritual, das dich sofort wohler fühlen lässt? Viele Menschen haben kleine Tricks, zum Beispiel den Lieblingstee gegen Stress, das Kuschelkissen für bessere Laune oder ein Armband, das sie immer tragen, weil es ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Objektiv sind das nur Tee, ein Kissen oder ein Stück Schmuck, doch subjektiv schenken sie dir Ruhe oder Zuversicht. Warum? Weil dein Gehirn
diese Dinge mit einem positiven Gefühl verknüpft hat. Schon der Glaube daran, dass sie dir helfen, hebt deine Stimmung. Ein Beispiel. Du fühlst dich niedergeschlagen, also nimmst du ein paar Vitamin-B-Tabletten in der Überzeugung, die geben mir Energie und gute Laune. Kurz darauf fühlst du dich tatsächlich besser gelaunt. Hier hat wahrscheinlich die Erwartung gewirkt, denn Vitaminpillen machen nicht so schnell fröhlich. Ähnlich ist es, wenn jemand homöopathische Kügelchen nimmt und sich entspannter fühlt. Auch ohne messbaren Wirkstoff tritt Entspannung ein, weil man daran glaubt. Wichtig, das schmälert nicht deine Erfahrung. Im Gegenteil, es zeigt, wie kraftvoll deine innere Überzeugung ist. Wenn es dir hilft und dich beruhigt, dann war es die richtige Wirkung, egal ob durch chemische Prozesse oder durch Gedanken. Du siehst, der Placebo-Effekt ist überall in unserem Alltag, vom Pflaster, das schon durch die Zuwendung heilt oder über den Kaffee ohne Koffein, der dennoch munter macht, bis zum Glücks-T-Shirt, mit dem man sich gleich viel selbstbewusster fühlt. Immer steckt die Kraft der Erwartung dahinter. Und das Tolle ist, wenn du dir dieser Kraft bewusst wirst, kannst du sie gezielt für dich nutzen. Was kannst du mitnehmen, wie du den Placebo-Effekt für dich nutzen kannst? Jetzt kommt der spannende Teil. Was kannst du ganz konkret daraus mitnehmen? Wie lässt sich dieser mysteriöse Placebo-Effekt bewusst im Alltag einsetzen, um dir Gutes zu tun? Natürlich geht es nicht darum, sich selbst zu betrügen, sondern die Macht der Gedanken positiv auszuschöpfen. Hier ein paar Anregungen, wie du die Kraft des Placebo-Effekts gezielt nutzen kannst. Positive Erwartungen kultivieren. Mindset ist alles. Achte einmal bewusst auf deinen inneren Dialog. Was sagst du dir selber vor schwierigen Aufgaben oder wenn du dich unwohl fühlst? Unsere Worte und Gedanken beeinflussen unsere Erwartung. Wenn du dir immer wieder sagst, das schaffe ich sowieso nicht, programmiert dein Gehirn auf Misserfolg, ein negativer Erwartungseffekt. Versuch stattdessen positive Selbstgespräche zu führen, sage dir, ich krieg das hin, ich bin gut vorbereitet, mir geht es von Minute zu Minute besser. Anfangs fühlt sich das vielleicht komisch an, aber solche Selbstermutigung ist mehr als nur esoterisches Gerede. In der Psychologie spricht man von Selbstwirksamkeit, der Überzeugung, aus eigener Kraft etwas erreichen zu können. Wer ein Ich kann das Mindset hat, der bewältigt Herausforderungen nachweislich besser. Deine Erwartung an dich selbst wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Positive Gedanken wirken somit wie ein inneres Placebo, das dir Stärke und Zuversicht gibt, statt Zweifel und Stress. Rituale und Routinen nutzen. Etabliere kleine Rituale, die dir Sicherheit geben und deine Erwartungshaltung unterstützen. Zum Beispiel, immer wenn du schlecht einschlafen kannst, trinke jeden Abend denselben Kräutertee in ruhiger Atmosphäre. Dein Körper lernt, Teezeit bedeutet Entspannung. Und allein der bekannte Ablauf stimmt dich müde. Oder vor Präsentationen mach immer die gleiche Aufwärmübung. Oder hör deinen Powersong. So ein Ritual signalisiert deinem Gehirn, jetzt kommt der Moment, wo ich stark und konzentriert bin. Rituale wirken wie ein Anker, sie verstärken die Placebo-Wirkung, weil sie positive Erwartung zur Gewohnheit machen. Symbole und Hilfsmittel als mentale Anker. Du kannst dir auch ganz bewusst Hilfsmittel suchen, die du positiv belegst. Das kann ein Gegenstand sein, zum Beispiel ein bestimmter Stift, mit dem du immer besonders produktiv bist, oder ein Schmuckstück, das du als deinen Energiebooster betrachtest, oder auch ein Getränk oder Lebensmittel. Manche Leute trinken entkoffinierten Kaffee, tun aber so, als wäre es ein starker Morgenkaffee, einfach um das Gefühl von Wachheit genießen zu können.
Andere legen sich eine hübsche Vitaminpille zurecht und sagen sich, das ist jetzt mein Konzentrationsbooster, auch wenn es nur ein Placebo ist. Diese kleinen Tricks funktionieren, weil du deinem Gehirn damit Erlaubnis gibst, eine bestimmte Reaktion abzuspulen. Selbst wenn du rational weißt, dass kein Wirkstoff drinsteckt, darfst du dich ruhig auf diese Vorstellung einlassen. Interessanterweise haben nämlich Studien gezeigt, dass selbst Placebos, die man bewusst als Placebos einnimmt, helfen können. Allein das Ritual und die Erwartung wirken. Wichtig ist, dass du das Hilfsmittel mit einer klaren, positiven Absicht verknüpfst. Visualisierung und Vorstellungskraft. Nutze deine Fantasie, um den Effekt zu verstärken. Wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast und ein Glas Wasser trinkst, als wäre es Medizin, stell dir lebhaft vor, wie das Wasser die Schmerzen wegspült oder eine kühlende Welle durch deinen Kopf geht und die Schmerzen mitnimmt. Klingt ein bisschen nach Spielerei, aber genau solche Vorstellungsbilder unterstützen die Wirkung. Dein Gehirn reagiert auf Bilder fast so, als wären sie real. Warum also nicht positive Bilder nutzen? Viele Sportler visualisieren vor Wettkämpfen, wie sie Bestleistungen erbringen, um ihr Gehirn in den Erfolgsmodus zu versetzen. Du kannst Ähnliches im Alltag tun. Male dir aus, wie das gewünschte Ergebnis eintritt und du erhöhst die Chance, dass dein Körper und Geist in diese Richtung arbeiten. Zu guter Letzt, hab keine Angst davor, den Placebo-Effekt aktiv einzusetzen. Manche denken, es sei nicht ehrlich sich selbst gegenüber, wenn man sich mit Placebos hilft. Aber bedenke, dein Körper reagiert so oder so auf Erwartungen, ob unbewusst oder bewusst. Du darfst ruhig der Regisseur deiner Gedanken sein und sie positiv lenken. Solange du dir nichts Schädliches einredest, ist jede Strategie, die dir hilft, ebenso absolut legitim. Natürlich gilt, bei ernsthaften gesundlichen Problemen ersetzt ein Placebo-Trick keine echte medizinische Behandlung. Bitte geh zum Arzt, wenn etwas wirklich nicht stimmt, aber für die vielen kleinen Zipperleins und Herausforderungen des Alltags oder sogar zur ergänzenden Unterstützung einer medizinischen Therapie kannst du getrost mal ausprobieren, was passiert, wenn du an das Gute glaubst. Zum Schluss ermutigendes Schlusswort und Ausblick. Fassen wir zusammen. Der Placebo-Effekt zeigt, wie kraftvoll deine Gedanken sein können. Selbst ohne Wirkstoff kann dein Körper Heilung und Verbesserungen aktivieren, wenn deine innere Überzeugung positiv ist. Das ist doch eigentlich eine wunderschöne Nachricht. Sie gibt uns ein Stück Kontrolle zurück. Wir sind unseren Beschwerden nicht mehr hilflos ausgeliefert. Wir können mit unseren Erwartungen und Einstellungen viel bewirken. Dein Geist und Körper arbeiten als Team und du kannst der Coach sein, der sie motiviert. Vielleicht denkst du dir jetzt, klingt ja toll, fast zu schön, um wirklich zu wirken, aber wie wir gesehen haben, passiert es ständig um uns herum. Warum also nicht bewusst ein bisschen Magie in den Alltag holen, wo doch eigentlich klare Wissenschaft dahinter steckt? Du darfst darauf vertrauen, dass dein Gehirn manchmal für dich zaubern kann, wenn du es zulässt. Ich hoffe, dieses Video konnte dich inspirieren, dir neue Ideen geben, wie du die Kraft deiner Gedanken im Alltag nutzen kannst. Probier es doch einfach aus, nimm dir vielleicht eine Sache, bei der du den Placebo-Effekt testen willst, natürlich in einem sinnvollen Rahmen. Beobachte, was passiert und sei stolz auf dich, wenn du merkst, dass du dich selbst positiv beeinflussen kannst. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, die mich wirklich interessiert. Hast du schon mal selbst erlebt, dass allein dein Glaube, deine Erwartung dich besser gemacht haben? Vielleicht eine eigene Placebo-Erfahrung, sei es mit einem Hausmittel, einem Ritual oder irgendetwas, das dich überraschend gestärkt hat. Teile es gerne in den Kommentaren. Lass
uns voneinander lernen und gemeinsam staunen, wie vielfältig dieser Effekt sein kann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bei Neovara werden wir weiterhin solche spannenden Themen rund um persönliche Entwicklung, Wissenschaft und Mindset erkunden. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere gerne den Kanal und bleib dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und denk daran, glaub nicht alles, was du denkst, denn die Kraft deiner Gedanken ist vielleicht größer, als du selbst glaubst. Bis zum nächsten Mal und mach's gut.